Guten Morgen, liebe Scooterfreunde, herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich mache heute mal einen kurzen Verbrauchstest mit meiner Vespa GTS 300. Das gehört auch nochmal so ein bisschen zu den Reisevorbereitungen, um nochmal zu sehen, ob man den Verbrauch nicht irgendwie ein bisschen runter bekommt. Denn bei meiner Tour im letzten Jahr in die Alpen war der Verbrauch ja doch relativ hoch. Also zum Teil war ich an die 5 Liter pro 100 Kilometer. Gerade wenn es so im Autobahnbereich in Volllast ging. Landstraße war es etwas weniger, aber auch immer so um die 4,3 bis 4,6, 4,7 Liter. Was bei angegebenen 3,2 Litern natürlich doch recht viel ist. Ja, heute mache ich jetzt noch mal einen Test. Ich habe jetzt gerade eben richtig voll getankt. Werde jetzt mal den Tank natürlich nicht leer fahren, aber mal eine etwas längere Strecke fahren und versuchen, den Verbrauch so ein bisschen im Zaum zu halten, dass der nicht zu hoch geht. Bin halt gerade jetzt auf einer Straße, wo 70 erlaubt ist, und versuche jetzt auch beim Gas geben ein bisschen vorsichtiger zu sein, also nicht immer zu stark beschleunigen, sondern immer schön auf Halbgas fahren, um mal zu sehen, ob man den Verbrauch ein bisschen reduziert bekommt. Danach werde ich noch ein bisschen Stadtverkehr fahren, damit man auch so diesen Stop-and-Go-Bereich hat, und vielleicht noch mal ein kurzes Stück auf die Bundesstraße mit 100, um mal so einen guten Mix hinzukriegen. Und ich bin noch mal sehr gespannt, ob ich den Verbrauch nicht doch irgendwie ein bisschen reduziert kriege, weil ganz ehrlich, so 4,7 Liter, das schränkt natürlich die Reichweite, und um die geht es natürlich bei diesem Test enorm ein. Beim Verbrauch ist mir jetzt ein halber Liter mehr oder weniger nicht so wichtig, aber bei der Reichweite, da fängt es dann schon an störend zu werden. Und wenn man bei 4,7 Liter Verbrauch liegt, bei 8,5 Liter Tank, dann kommt man nicht mal 200 Kilometer weit, und das ist natürlich schon recht wenig. Und ideal wäre es natürlich, so unter 4 Liter zu kommen. So 3,8 wäre schön, dann hätte man auch eine etwas höhere Reichweite, kommt an die 200 Kilometer oder über die 200 Kilometer, das dann schon ein bisschen besser ist. Ja, was kann man jetzt alles tun, um den Verbrauch einer Vespa zu reduzieren? Das Allerwichtigste natürlich ist die Fahrweise. Nicht immer Vollgas, sondern wirklich mal ein bisschen Piano fahren, sanfter beschleunigen, an der Ampel ein bisschen vorausschauen fahren, die Vespa auch mal ein bisschen ausrollen lassen. Das ist an sich so das Hauptaugenmerk, wenn man den Verbrauch reduzieren möchte. Das werde ich heute auch mal ein bisschen probieren. Also ein bisschen Piano fahren, nicht zu sehr Vollgas, keine Ampelstarts, sondern ganz relaxed fahren. Worauf man auch immer achten sollte, wenn es um Verbrauch geht, ist den richtigen Reifendruck. Zu wenig Reifendruck kann natürlich den Verbrauch erhöhen. Also von daher schon drauf schauen, dass der Reifendruck in Ordnung ist. Dann ist die Beladung natürlich, also das Gewicht, Fahrer, Gepäck, eventuell noch Beifahrer, immer sehr wichtig. Ich habe jetzt schon so einen Teil natürlich der Sachen, die ich auch bei der Tour nutze, mit dran. Also meine Vespa ist natürlich schon weitaus schwerer als die Serien 160 Kilo. Denn ich habe vorne Gepäckträger, hinten Gepäckträger, Topcase hinten, dann eine Scheibe, jetzt die Nebelscheinwerfer vorne. Also da kommt natürlich schon ein bisschen an Gewicht noch dazu, was auch auf den Verbrauch natürlich geht. Bei einer Reise ist dann noch das Reisegepäck mit dabei. Da also auch mal so ein bisschen schauen, wie man da vielleicht noch optimieren kann, dass das Ganze nicht zu schwer wird. Ja, und dann werde ich heute noch eins probieren, und zwar habe ich heute mal anderes Benzin getankt. Ich nehme normalerweise das ganz normale E5, das 95 Oktan. Manchmal, wenn ich der Vespa was Gutes will, dann auch gerne mal ein Super Plus mit 98. Und heute habe ich mal das 102 Oktan getankt, dieses Ultimate, was so ein bisschen für Sportmotoren oder Hochleistungsmotoren ist. Und teste das einfach mal, weil vielleicht macht das ja ein bisschen was aus, dass der Verbrennungsprozess da ein bisschen optimierter ist. Und werde mal schauen, ob das vielleicht auch noch ein bisschen bringt. Also ich habe wirklich alles präpariert, was geht. Reifendruck ist in Ordnung. Ich fahre vorsichtig und zurückhaltend, nicht stark beschleunigen, und habe halt auch mal anderes Benzin getankt und guck mal, ob diese ganzen Faktoren jetzt dazu führen, dass ich ein bisschen den Verbrauch reduziert kriege. Hier rechts übrigens, sehr schön, das ist der Glienicker See. Die ersten 36 Kilometer habe ich jetzt hinter mir und fahre jetzt mal auf die Bundesstraße, um mal noch ein bisschen höhere Geschwindigkeiten zu fahren.
Jetzt bin ich bei 80. Auch hier versuche ich jetzt nicht zu viel Gas zu geben, sondern wirklich ganz entspannt zu cruisen. Die Strecke in der Stadt habe ich das genauso gemacht, also immer auf Halbgas, ganz entspannt, kein starkes Beschleunigen. Ich bin wirklich schon sehr gespannt, ob ich dadurch jetzt den Verbrauch reduziert kriege. Das hat jetzt zwar überhaupt nichts mehr mit sportlicher Fahrweise zu tun, das ist wirklich Cruising at its best, also ganz entspannt dahin gleiten, vorausschauen fahren, kein starkes Beschleunigen. Aber für eine Tour ist es ja auch ganz gut so und vielleicht bringt es ja was und ich kriege den Verbrauch jetzt dadurch noch ein bisschen gesenkt. Also jetzt hier so auf der Bundesstraße bleibe ich mal so bei 80 bis 90 von der Höchstgeschwindigkeit. Also auch hier nicht jetzt voll ausreizen alles. Ist auch sehr entspannt, also die Vespa ist dann schön leise, gleitet so dahin. Jetzt noch ein bisschen Musik anmachen und dann kann man wieder ein paar 100 Kilometer so durchfahren. Wetter ist heute wunderschön. Ihr seht schon, traumhafter Sonnenschein. Allerdings noch recht kalt. Wir haben es jetzt glaube ich irgendwie so 5 Grad. Aber die Sonne allein und das Licht macht natürlich schon wirklich eine Menge aus. Und da macht auch gleich das Fahren wieder ein bisschen mehr Spaß. Jetzt habe ich die ersten 50 Kilometer knapp runter. Viel mehr muss man an sich auch nicht fahren. Also jetzt habe ich alles von Bundesstraße bis jetzt wie hier so eine Landstraße, wo man 70 fahren darf, bis hin zu intensivem Stadtverkehr. Jetzt bin ich wieder in Berlin. An sich reicht jetzt die 50 Kilometer schon, um mal den Verbrauchswert zu ermitteln. Ich fahre jetzt mal zur nächsten Tankstelle. Und dann bin ich schon sehr gespannt, was jetzt bei dem Verbrauch rauskommt. Bei wirklich extrem sanfter Fahrweise. Keinem starken Beschleunigen und alles andere optimiert, wie Reifendruck. Und auch das Gewicht ist jetzt nicht zu sehr beladen. Also können wir schon mal sehr gespannt sein. Hier haben wir die nächste Tankstelle. Nehmen wir mal die blaue. Drüben ist noch was in Gelb, aber den speziellen Superkraftstoff, den kriege ich überall. So, hier haben wir doch schon mal alles. So, jetzt kommt der spannende Moment, wie viel wir nachtanken können hier. Ich nehme mal wieder dieses Ultimate 102 Oktan. Einziger Nachteil dabei ist natürlich, das ist natürlich brutal teuer. Das ist jetzt bei 2,06 € pro Liter. Wobei, naja, normales Benzin liegt auch schon bei 1,86 wieder. Dann machen wir das mal wieder bis ganz oben voll, wie es vorhin war. Zack. So, perfekt. Ja, und ich sage euch gleich, wie viel da genau reingepasst hat. So, jetzt kommt der spannende Moment. Was hat die Vespa jetzt verbraucht bei ganz vorsichtiger Fahrweise? So, ich habe getankt 1,91 Liter, 1,91 mal 100 geteilt durch 55,7 Kilometer. 3,42 Liter, das habe ich ja noch nie geschafft. Tja, wenn das jetzt auf einer Tour möglich wäre, dann wäre das natürlich perfekt. Wird aber nicht so sein, weil erstmal ist die Vespa dann beladen, komplett. Und natürlich die Geschwindigkeit wird ein bisschen höher sein, weil ich bin jetzt wirklich Piano gefahren. Also das höchste war so 100. Das war jetzt wirklich ein doch etwas überraschendes Ergebnis. Wenn man bedenkt, dass ich auf der Reise so zwischen 4,5 und bis hoch zu 5 Litern auf der Autobahn verbraucht habe, sieht man mal doch, wie groß die
Verbrauchsspanne bei einer Vespa GTS ist. Man kann also, wenn man richtig am Gas dreht, locker auch mal 5 Liter verbrauchen mit der Vespa. Gerade auf der Autobahn im Höchstbelastungsbereich. Aber man bekommt sie im Stadt- und Landstraßenbereich auch runter auf 3,4 Liter, wie man jetzt gerade gesehen hat. Aber dann natürlich wirklich extrem vorsichtige Fahrweise, nenne ich es mal. Also kein starkes Beschleunigen mehr, nicht im Vollgasbereich fahren. Auch jetzt auf der Bundesstraße bin ich wirklich nur maximal 100 gefahren. Und das macht natürlich klar eine Menge aus. Aber normalerweise im Stadtverkehr, und ich bin ja hauptsächlich Stadtverkehr gefahren, braucht die Vespa auch ein bisschen mehr. Also auch da kann man durch vorsichtige, vorausschauende Fahrweise wirklich viel bewirken. Und dann die anderen Sachen wie Reifendruck kontrollieren. Ich jetzt, wie gesagt, heute mal probiert mit 102 Oktan Benzin. Vielleicht hat das alles in Kombination. Ich weiß jetzt nicht, ob es auch mit am Benzin lag. Kann natürlich auch sein, dass das ein bisschen verbrauchsgünstiger ist. Aber so einen Test jetzt mal zu machen, das würde dann doch wahrscheinlich ein bisschen sehr ausarten. Aber diese 3,4 Liter jetzt bei sanfter, vorsichtiger Fahrweise finde ich top. Das heißt, wenn man das jetzt auf eine lange Strecke halten könnte, würde man in etwa 240 Kilometer Reichweite erzielen und das wäre dann schon ganz in Ordnung. Also, aber ob man das jetzt gerade in den Bergen schafft, ist natürlich fragwürdig, weil da braucht sie dann auch mehr, da braucht der Motor ein bisschen mehr Leistung. Und wenn man Autobahn fährt, wird man es auch nicht schaffen, weil mit 120 kriegt man garantiert die 3,4 nicht hin. Aber es zeigt zumindest, bei 3,2 habe ich jetzt nicht geschafft. Ich weiß nicht, wie man das jetzt noch schaffen soll. Wahrscheinlich müsste ich alles abbauen. Ich müsste 20 Kilo weniger wiegen und dann würde das vielleicht auch klappen. Aber 3,4 Liter, das ist jetzt schon Hammer. Hat aber, und das habt ihr gesehen, wirklich nichts mehr mit sportlicher oder spaßiger Fahrweise zu tun, sondern das ist wirklich nur ganz sanft am Gas spielen, damit die Vespa beschleunigt und das auch über die gesamte Strecke halten. Immer schön vorausschauend fahren, dass man nicht zu viel wieder neu beschleunigen muss. Dann bekommt man das hin, aber naja, Spaß macht es dann nicht mehr so richtig. Denn man will ja auch ab und zu mal wenigstens ein bisschen die Leistung der Vespa genießen. Ja, ihr könnt gerne mal eure Erfahrungen unten in die Kommentare reinschreiben, wie das bei euch so mit dem Verbrauch aussieht. Ob ihr auch die 3,4 Liter schafft. Kleines Verbrauchsbattle. Oder wer am meisten schafft. Also bei mir lag es, wie gesagt, bei der Fahrt nach Österreich bei um die 5 Liter. Bei Autobahn 120. Vollgeladen. Ja, das war es erstmal für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, bitte einen Daumen nach oben hinterlassen und den Kanal abonnieren. Würde mich auch freuen. Nicht vergessen, unten ist eine Glocke, die könnt ihr noch anklicken und dann kriegt ihr immer eine kurze Nachricht, wenn ein neues Video von mir online geht. Ich fahre jetzt noch ein bisschen weiter. Das Wetter ist jetzt wirklich schön. Ich glaube, wir liegen jetzt so um die 9 Grad. Also es kommt der Frühling langsam, zumindest für einen Tag heute. Danach wird es wieder schlecht. Aber ich werde jetzt noch ein bisschen weiterfahren. Mal gucken, wie es beim nächsten Mal mit dem Verbrauch bei mir aussieht, wenn ich wieder ein bisschen in normalere Fahrweise komme. Und ja, wir sehen uns dann nächste Woche beim nächsten Video. Macht's gut. Bis dann. Ciao.